Wenn du mal Deutsch als Fremdsprache in der Schule hattest, hast du sicherlich schon mal diese Tabellen gesehen. Wenn du als Muttersprachler diese Formen überprüfen möchtest, kannst du hier für jede Form einen Zusammenhang sehen. Für Nicht-Muttersprachler sind diese Formen besonders schwierig. Denk drüber nach. Lernt man Französisch, hat man 3 Adjektivendungen, die in vielen Fällen nicht mal ausgesprochen werden. Lernt man Spanisch, hat man 4. Lernt man Deutsch, dann muss man mit 48 verschiedenen Kontexten für Adjektivendungen klarkommen. Als mein Deutsch noch ein bisschen schlechter war, wurde mir oft gesagt, mach dir keine Sorgen drüber, niemand weiß, wie das funktioniert, vor allem nicht die Deutschen, wir kümmern uns nicht um die Grammatik im Alltag. Diese ist eine sehr häufige Einstellung von Muttersprachlern aller Sprachen, nicht nur des Deutschen. Die allermeisten Leute der Welt haben kein oder sehr begrenztes Wissen über die formelle Grammatik der eigenen Sprache. Nein, sie machen alles nach Gefühl. Ein deutscher Muttersprachler setzt sich nicht jedes Mal hin, wenn er was beschreiben will, um zu überlegen, welche Adjektivendung er in diesem Kontext benutzen sollte. Nie, das passiert automatisch. Deswegen vermuten ganz viele Personen, die ein bisschen Grammatik in der Schule lernen mussten oder nach älteren Grammatikregeln immer von den Lehrkräften korrigiert wurden, du weißt, das heißt wegen des Wetters, nicht wegen dem Wetter und so weiter, dass sie kein grammatisches Wissen besitzen. Im Kontext der modernen deutschen Sprache würden Linguisten sagen, auf jeden Fall ist wegen dem Wetter grammatisch korrekt. Muttersprachler sagen das und reagieren nicht drauf als Fehler. Wegen das Wetter andererseits ist nicht grammatisch korrekt. Nicht nur, weil ein Lehrer gesagt hat, dass man sowas in einem Aufsatz nicht schreiben darf. Nicht nur in formellen Kontexten, nein. Würde ich sagen, ich gehe heute wegen das Wetter nicht raus, würde eine deutsche Muttersprachlerin sofort hören, dass etwas falsch klingt. Das grammatische Wissen der Muttersprachler einer Sprache stimmt nicht immer damit überein, was in Schulen unterrichtet wird. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht existiert. Und es ist eigentlich dieses implizite Wissen, das uns als Linguisten interessiert, mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen, vor allem in der Soziolinguistik. Allerdings können wir diese Grammatik, die interne, implizite Grammatik von Sprechern, systematisch analysieren. Ein systematischer Ansatz sollte nicht mit einem kognitiven Erklärungsmodell verwechselt werden. Ich behaupte nicht, einen mentalen Prozess beschreiben, den Sprecher, bewusst oder unbewusst, tatsächlich durchführen. Ich will aber auch nicht sagen, dass solche Ansätze keine Aussagekraft über menschliche Kognition haben können. Aber was uns hier interessiert, ist das Sprachsystem im Ganzen anzuschauen und zu beschreiben und vielleicht sprachinterne Logiken zu finden. Genau wie wegen das Wetter klingt es falsch, wenn man die falsche Adjektivendung für einen gewissen Kontext benutzt. Würde ich sagen, mit dem kleinen Mann oder die kleine Kinder oder das großes Haus, wäre es jedem Muttersprachler klar, dass diese ungrammatisch sind. Also die 48 Kontexte für Adjektivendungen sind nicht einfach von Lehrkräften erfunden, sondern ein Teil der internen Grammatik von Muttersprachlern. Zuerst sollte man sagen, 48 ist eventuell ein bisschen übertrieben. Ja, okay, technisch gesehen gibt es 4 Kasus. Ja, Plural von Kasus ist Kasus, Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv und 4 Nominalklassen, Singular Maskulinum, Singular Femininum, Singular Neutrum und Plural. Das macht 16. Und dann gibt es die schwache Deklination mit dem definiten Artikel, die starke ohne Artikel und die gemischte mit einem indefiniten Artikel. Das sind 3. 3 mal 16 ist 48. Aber das sind vielleicht verschiedene Kontexte. Aber phonologisch gibt es eigentlich nur 5 Endungen. E, N, R, S und M. Und wenn man nur das einfachste Muster anschaut, das der schwachen Endungen, gibt es nur 2. Also lass uns hiermit anfangen. Was ist denn hier der Unterschied zwischen den Kontexten, in denen E verwendet wird und in denen N verwendet wird? Grundsätzlich Markiertheit. Linguistische Markiertheit ist prinzipiell jede Abweichung von der Basisform eines Wortes und eine Basisform nennt man dann unmarkiert. In der Regel sind Wörter weniger markiert, wenn sie kürzer, häufiger und morphologisch einfacher sind. Im Deutschen werden Pluralformen von ihren Singularformen abgeleitet, indem in den allermeisten Fällen ein Pluralmorphem angehängt wird. Kind wird Kinder, Frau wird Frauen, Hund wird Hunde. In Mustern wie Mutter, Mütter könnten wir sagen, dass dieser U zu Ü-Wandel an sich eine Äußerung des Pluralmorphems ist. Es gibt auch Wörter, deren Pluralformen genau wie ihre Singularformen aussehen, wie das Muster Messer, Messer. Aber da wir schon eine Regel festgelegt haben, ist es sehr einfach zu sagen, dass der Plural Messer markierter als der Singular Messer ist, obwohl sie gleich aussehen. Hier können wir den Plural als Grundwort plus eine phonologische Null analysieren. Das heißt, es wird ein Pluralmorphem an dieses Wort angehängt, aber die phonologische Realisation dieses Morphems ist nichts. Und deswegen klingen diese Wörter gleich, obwohl sie unterliegend unterschiedlich sind.
Eine Pluralform ist also morphologisch komplexer und markierter als die entsprechende Singularform. Im Kontext unserer Adjektivendungen können wir daher diese ganze letzte Spalte markiert bezeichnen. Und jetzt schauen wir die Kasus an. Plural von Kasus ist noch Kasus. Hier ist es schwieriger festzulegen, welche Formen markierte oder unmarkierte sind, da im Gegensatz zu gewissen anderen Sprachen Deutsch sehr wenig Kasusmarkierung auf dem Nomen selbst hat. Kasus wird vielmehr durch die Form von vorangehenden Artikeln und Demonstrativpronomen bezeichnet. Jedoch gibt es einige Hinweise darauf, dass der Nominativ der unmarkierte Kasus ist. Zuerst ist der Nominativ der Default Kasus. Würde ich den Deutschen fragen, wie heißt the boy auf Deutsch, würde er der Junge sagen wahrscheinlich. Nominativ. Würde ich plötzlich einen kleinen Hund ersperren, würde ich sagen, oh, ein Hund. Nominativ. Ein Genitiv braucht eine Präposition oder ein Kopfnomen. Ein Akkusativ oder ein Dativ braucht eine Präposition oder ein Verb, das ihn regiert. Aber wenn ein Wort alleine steht, ohne syntaktischen Kontext, dann wird immer der Nominativ verwendet. Zweitens gibt es ein paar morphologische Hinweise. Obwohl dies nicht immer der Fall ist, gibt es für alle Kasus außerhalb des Nominativs einige Fälle, wo ein zusätzliches Kasusmorphem ans Wort angehängt wird. Genitiv ist einfach, maskuline und neutrische Nomina bekommen eine S-Endung, das Fleisch wird des Fleisches, der Herbst wird des Herbsts, du weißt, was ich meine. Für den Dativ gibt es ja die Plurale, die, wenn sie nicht schon mit N enden, ein zusätzliches N bekommen. Kinder wird mit den Kindern. Traditionell bekommen auch maskuline und neutrische Wörter eine E-Endung, von der man noch in einigen Redewendungen und so Spuren finden kann. Im Laufe des Jahres, zu Hause, auf dem Grunde des Meeres und so weiter. Akkusativ wird nur selten auf dem Nomen selbst bezeichnet, aber es gibt einige Wörter, die schwachen maskulinen Nomina, die sich auch hier verändern. Was ist dein Name? Nominativ wird zu ich mag deinen Namen Akkusativ. Also wir könnten, wie bei Pluralformen, die phonologisch gleich sind wie ihre Singularformen, behaupten, dass diese Formen alle Nullmorpheme am Ende haben. Die erscheinen auf der Oberfläche gleich zu sein, haben aber tatsächlich ein zusätzliches Morphem. Diese Analyse sieht für den Genitiv ziemlich gut aus. Wir bekommen dann ein vollständiges Muster mit des Mannes, des Kindes, der Frau 0, der Kinder 0. Aber für den Dativ und dann für den Akkusativ wird sie langsam, für mich zumindest, unzufriedenstellend. Mit Pluralen ist es ja so, dass die große Mehrheit ein phonologisch ausgedrücktes Pluralmorphem haben. Die Einsetzung dieses Nullmorphems ins Modell erklärt dann ein paar Ausnahmen, aber hier erklärt sie die große Mehrheit anhand der Ausnahmen. Man kann darüber debattieren, einige Linguisten haben kein Problem damit, einige schon, aber wir können auf jeden Fall festlegen, dass diese Wörter ein Merkmal haben, auf welches andere Teile der Nominalphrase reagieren. Auf der Basis des Kasus des Nomens verändern sich die Artikel, Adjektivendungen, Demonstrativpronomen und so weiter. Zumindest auf dieser abstrakten Ebene sind diese Formen also markiert. Aber das gilt nicht für die nicht maskulinen Akkusativformen. Die Artikel, Demonstrativpronomen, Adjektivendungen, sie tun so, als ob das Wort im Nominativ stände. Auch die Pronomina haben keine Akkusativformen. Die Evidenz zeigt uns also, dass nur maskuline Nomina für Akkusativ markiert werden im Deutschen. Und was sehen wir in unserer Tabelle? Ja, die Unmarkierten bekommen die E-Endung und die Markierten bekommen die EN-Endung. Aber das waren leider nur die schwachen Endungen. Die Frage ist jetzt, unter welchen Bedingungen werden die Starken benutzt? Die Schwachen kommen ja mit Demonstrativpronomen wie dieses und jenes und definitiven Artikeln vor. Hat es also mit Bestimmtheit zu tun? Auf den ersten Blick ergibt das Sinn, aber dann kommt man zu den Possessivpronomen. Wenn man eine Phrase wie mein kleines Kind sagt, ist das semantisch ganz klar definit. Es geht ja um ein bestimmtes Kind, nicht irgendeines. Und andere germanische Sprachen wie Schwedisch und Norwegisch verwenden tatsächlich in diesem Fall schwache Endungen. Auf Schwedisch hat man ett litet barn, det lilla barnet, mitt lilla barn, was darauf hinweist, dass schwedische Adjektivendungen grundsätzlich von der Semantik der Phrase abhängig sind. Auf Deutsch ist dies aber nicht der Fall. Die starke Endung wird hier verwendet. Warte, also, ja, hier wird die Endung stark gebeugt, aber mein wie ein, dein, sein oder kein benutzt ja die gemischte Deklination. Das gemischte Muster ist, ja, eine Mischung der zwei anderen. Es scheint hier die starken Endungen zu benutzen und hier die schwachen. Und ja, die starken und schwachen Endungen für diese drei Kontexte sind gleich, deshalb könnte man die auch als schwach gebeugt bezeichnen. In der sogenannten gemischten Beugung wird eigentlich die schwache Default-Beugung, N für markiert, E für unmarkiert, fast immer verwendet. Es gibt nur diese zwei Ausnahmen. Und was unterscheidet sie von allen anderen indefiniten Artikeln? Sie heißen beide ein? Doch, genau das. Sie sind unterspezifiziert. Sie haben keine Endung. Schauen wir die definiten Artikel an, dann sehen wir, dass ihre Endungen mit den Endungen der indefiniten Artikel übereinstimmen.
Also ja, dann müsste man sich denken, dass das I von die und das von eine sowie keine zueinander phonologisch nah genug sind. Vielleicht ist das ein reduziertes I oder sowas. Aber schon, die meisten indefiniten Artikel haben dieselbe phonologische Endung als der jeweils entsprechende definite Artikel. Dies gilt aber nicht für den maskulinen Nominativ oder neutrischen Nominativ-Akkusativ. Genau deswegen wird diese phonologische Spezifizierung von dem Adjektiv ausgeführt. Ein großer Hund. Ein großes Einhorn. Die Theorie ist dann, dass nur wenn dieses Spezifizierungskriterium schon erfüllt worden ist, können Adjektive ihre Default-Endungen bekommen. Und die starken Endungen, ja, sie spezifizieren alles, da es keinen Artikel gibt und deswegen kann das Kriterium nie von diesem erfüllt werden. Also muss das Adjektiv selbst mit dieser Endung auftauchen. Ja, also außer den Endungen des maskulinen sowie neutrischen Genitivs. Es heißt der Geruch guten Essens. Ich würde argumentieren, dies ist keine starke Endung, sondern noch eine schwache. Es gibt einfach keine starken Endungen für diese Formen, da sie schon phonologisch spezifiziert sind. Der Geruch guten Essens heißt es ja. Man hat immer schon dieses S auf dem Wort selbst. Hier sieht man aber, dass die Phonologie, nicht nur die Morphologie wichtig ist. In einer Phrase wie mit gutem Herzen, eine sehr ungewöhnliche Phrase, aber doch, Herz ist hier dekliniert worden, aber es heißt trotzdem gutem mit einer starken Endung, nicht guten. Die N-Endung hier auf Herzen entspricht eindeutig nicht der M-Endung, die dieses Wort quasi haben will, und deshalb muss die starke Endung noch benutzt werden. Dasselbe gilt für mit gutem Grunde, wenn man sowas sagen möchte. Es heißt nicht mit guten Grunde, da die Endung ein E ist und kein M. Die N-Endung des maskulinen Akkusativs oder pluralischen Dativs erfüllen auch das phonologische Kriterium. Aber hier kann man die Theorie leider nicht überprüfen, da die gewünschte Endung und die markierte Default-Endung gleich wären. Bei der N. Diese morphophonologische Erklärung ist auch sehr zufriedenstellend in Fällen wie dem Unterschied zwischen alles Gute und viel Gutes. Etwas Gutes ja, aber die Morphologie spielt ja auch eine Rolle. Das S von etwas ist ganz eindeutig kein neutrisches S wie in alles. Man kann auch die seltenen Konstruktionen mit Wörtern wie manch erklären. Manch gutes Essen, aber manches gute Essen. Diese haben dieselbe Bedeutung. Man hat hier nur den morphophonologischen Unterschied. Aber hier sieht man auch ein kleines Problem. Heißt es manche gute Dinge oder manche guten Dinge? Also offiziell ist es manche guten Dinge, schwach gebeugt, was mit der Theorie übereinstimmt. Aber in der mündlichen Sprache wird manche gute Dinge verwendet. Vielleicht ist das etwas regional, ich weiß nicht, aber im Alltag höre ich das häufiger, glaube ich, als die schwach gebeugte Variante. Auf jeden Fall gibt es einige Personen, die hier die starke Beugung benutzen würden. Vielleicht ist dies eine Reanalyse von manch als Adjektiv. Adjektive interagieren ja nicht miteinander in diesem System. Man sagt ein großer, starker, mutiger, cooler Fuchs, mit allen Adjektiven stark gebeugt. Das könnte auch aus Analogie zu viele gute Dinge entstanden sein. Was auch die Frage aufwirft, warum viele gute Dinge, aber manche guten? Plurale sind generell für unsere Analyse problematisch. Laut der Analyse hat der Plural im Nominativ-Akkusativ eine Vokalendung. Im Dativ eine N-Endung, im Genitiv eine R-Endung. Aber das Pluralmorphem kann ja phonologisch in der Form E, N oder R auftauchen. Den Dativ ignorieren wir, da die Endung dafür immer gleich ist. Aber in den anderen Fällen sollte man ja nach der Logik des maskulinen oder neutrischen Genitivs eine schwache Beugung mit einer korrekten phonologischen Endung sehen. Also es sollte guten Hunde heißen, da wir das E schon am Ende des Wortes haben. Oder der Besitzer schönen Häuser, da wir schon die R-Endung haben. Aber eindeutig funktioniert diese Regel nicht mit Pluralendungen, nur mit Kasusendungen. Ja, okay, lass uns doch sagen, aber hier sehen wir ein klassisches Problem von linguistischen Ansätzen. Wir machen diese ganze Theorie, dass die Bedingungen für schwache Beugung von einer Endung auf dem Nomen selbst erfüllt werden können, aber nur wenn sie phonologisch gleich ist mit der gewünschten Endung und nur wenn sie eine Kasusendung ist, nicht eine Pluralendung. Aber diese Theorie existiert eigentlich nur, um diese zwei Ausnahmen zu erklären. Eine Ausnahme eigentlich, da neutrische und maskuline Wörter im Genitiv gleich sind. Also ich glaube trotzdem, dass die Theorie ganz gut ist. Ich finde die Modellierung im Ganzen zufriedenstellend, aber solche systematischen Modelle sind fast nie perfekt. Ja, danke fürs Zuschauen. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, ein Video auf Deutsch zu machen. Natürlich kann dieses Video nicht so erfolgreich werden wie einige andere Videos, die ich gemacht habe. Und vielleicht war das auch nicht die beste ökonomische Entscheidung, da
ich seit 3 Monaten kein Video hochgeladen habe. Aber trotzdem, ich mag es nicht, dass alles immer auf Englisch ist. Ich wollte was auf einer anderen Sprache machen und ich wohne in Deutschland, ich studiere Linguistik auf Deutsch. Ja, hat für mich Sinn ergeben, dieses Video zu machen. Ich muss dann wirklich meiner fantastischen Freundin danken, da sie das alles durchgelesen hat und überprüft hat. Ohne sie hätte dieses Video... Ja, es hätte viel komischer geklungen. Beweis dafür ist, dass ich hier ursprünglich geklingt sagte. Das hat sie aber korrigiert. Ich werde vermutlich ein neues Video freischalten innerhalb des nächsten Monats. Und das wird wieder auf Englisch sein. Aber wer weiß, vielleicht mache ich noch ein Video auf Deutsch. Irgendwann in der Zukunft.